Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Heute sprechen wir über die Frage, wie man in Deutschland eine Wohnung finden kann und warum du am besten schon gestern damit angefangen hättest. Bist du bereit? Na dann, los geht's! Das Thema Wohnungssuche betrifft natürlich viele, die neu in Deutschland sind. Natürlich auch Deutsche, die auch eine Wohnung suchen. Aber wenn du zum Beispiel planst, nach Deutschland auszuwandern und in Deutschland zu leben, dann wirst du merken, dass wahrscheinlich vieles anders ist als in deinem Land. Die erste Frage, die sich einem stellt, ist natürlich: Wo suche ich überhaupt nach einer neuen Wohnung? Früher hat man einfach die Zeitung aufgeschlagen und in den Wohnungsanzeigen geschaut. Oder man hat seine Tante gefragt: Hey, Tante Hilde, kennst du jemanden kennt, der eine freie Wohnung hat? Und normalerweise war es dann zack, ja, ich kenne jemanden und dann hat man eine neue Wohnung gefunden. Mit Vitamin B ging es immer. Geht es wahrscheinlich auch heute noch, aber es ist schwieriger geworden. Wo Leute heutzutage eher schauen, ist natürlich im Internet. Es gibt bekannte Online-Portale, die auch natürlich Deutsche benutzen, wie zum Beispiel Immobilien Scout 24, WG gesucht, eBay Kleinanzeigen oder ich habe auch schon gehört, dass Leute bei Facebook eine Wohnung gefunden haben. In den großen Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt ist die Konkurrenz natürlich groß. Das heißt, es gibt viele Mitbewerber auf eine Wohnung. Du bewirbst dich auf eine Wohnung und denkst, du bist allein. Hahaha. Es kann sein, dass sich über 100 oder noch mehr Leute auf die gleiche Wohnung bewerben wie du. Das heißt, es gibt große Konkurrenz. Eine typische Herausforderung für viele ist daher, überhaupt zu dem Schritt zu kommen, eine Wohnung besichtigen zu können. Denn es kann sein, dass du erst einmal 50 E-Mails schreibst und überhaupt keine Antwort bekommst. Oder vielleicht bekommst du ein oder zwei Antworten, aber diese sind vielleicht nicht positiv, sondern negativ. Aber bevor wir die E-Mail schreiben, müssen wir natürlich erstmal ein paar Begriffe kennen, die häufig in solchen Wohnungsanzeigen genannt werden. Ein wichtiger Begriff ist zum Beispiel Altbauscharme. Altbauscharme, das schreiben viele Vermieter in so eine Wohnungsanzeige. Diese Wohnung hat einen besonderen Altbauscharme. Altbauscharme bedeutet einfach, dass es ein älteres Gebäude ist, mit einer älteren Architektur, mit besonderen Merkmalen. Ein besonderes Merkmal für Altbau ist zum Beispiel, dass Altbauwohnungen sehr hohe Decken haben oder sehr große Fenster, die die Wohnung größer erscheinen lassen, heller machen. Ein anderer Begriff, der häufig vorkommt, ist eine ruhige Lage. Eine ruhige Lage, das bedeutet, dass die Wohnung in einer Gegend liegt, in einem Ort ist, in der es wenig Verkehr gibt. Vielleicht gibt es in der Nähe einen Park oder einen kleinen Wald, einen See. Auf jeden Fall ist eine dicht befahrene, eine Hauptstraße nicht in der Nähe. Zumindest nicht in der unmittelbaren Nähe, dass du es immer hören kannst. Und deshalb ist die Lage ruhig. Ein anderes Wort ist lichtdurchflutet. Lichtdurchflutet, das bedeutet, dass in dieser Wohnung viel Licht hereinfällt. Also es gibt große Fenster. Das haben wir beim Altbau gerade schon gesagt. Und dadurch ist die Wohnung auch ohne Lampe sehr hell. Natürlich nur am Tag. Dann gibt es noch eine gepflegte Hausgemeinschaft. Auch das steht häufig in einer Wohnungsanzeige. Das bedeutet, dass die Nachbarn in diesem Wohngebäude sehr auf Sauberkeit achten und Rücksichtnahme auch wichtig ist. Rücksichtnahme
Also, dass man darauf achtet, dass man nett zu den anderen Nachbarn ist und dass man ihnen mit Respekt begegnet. Dann natürlich noch ganz wichtig, die 3 Begriffe Kaltmiete, Warmmiete und Kaution. Die Kaltmiete, das ist ein Begriff, den du vielleicht schon mal gehört hast. Das bedeutet, das ist der Mietpreis ohne Nebenkosten. Also ohne warmes Wasser, ohne Heizkosten, nur die Kaltmiete. Die Warmmiete, du ahnst es, das ist die Miete dann eben mit Heizkosten zum Beispiel und mit warmem Wasser, also mit allen Nebenkosten. Deshalb ist die Kaltmiete natürlich immer niedriger als die Warmmiete. Pass auch auf, wenn jemand in die Anzeige schreibt, ganz groß, Kaltmiete nur 400 € und du denkst, wow, nur 400 € Miete und dann siehst du vielleicht irgendwo klein die Warmmiete und dann kriegst du einen Schock, weil die Warmmiete viel höher ist als die Kaltmiete. Die Kaltmiete ist nicht das, was du bezahlst, sondern die Warmmiete. Dann haben wir noch gesagt Kaution. Kaution, das ist ein wichtiger Begriff, den du unbedingt kennen musst. Die Kaution ist eine Sicherheitszahlung, die du machen musst. Das ist normalerweise eine Miete oder 2 Monatsmieten, manchmal auch 3 Monatsmieten, die du im Voraus an den Vermieter bezahlst, damit er eine Sicherheit hat, dass du nach einem Monat nicht direkt wieder ausziehst oder etwas anderes Schlechtes passiert, wenn es Probleme gibt. Der Mieter hat diese Sicherheit, er hat deine 2, ich glaube 2 ist normal, 2 Monatsmieten als Kaution, als Sicherheitszahlung. So, Schritt Nummer 3: Wenn du jetzt eine Wohnung irgendwann mal gefunden hast, dann musst du dich natürlich auf diese Wohnung bewerben und dafür braucht man ein gutes Anschreiben. Ein Anschreiben ist etwas wie eine kurze E-Mail. Du kannst zum Beispiel schreiben: Sehr geehrter Herr Vermieter. Dann stellst du dich kurz vor, was dein Beruf ist, wie dein Lebensstil ist. Im Prinzip musst du in dieser E-Mail zeigen, dass du zuverlässig bist, dass man dir vertrauen kann. Du solltest klar und ordentlich schreiben, also nicht irgendwie umgangssprachlich, sondern sehr höflich und respektvoll. Das zeigt dem Vermieter auch, okay, diese Person hat ein gewisses Niveau und man sollte kein Standardschreiben verwenden, sondern man sollte ein bisschen, wie gesagt, über sich erzählen, was man macht, wer man ist, damit der Vermieter einen Eindruck von dir bekommt. Zu dem Anschreiben schickst du normalerweise noch keine Unterlagen, sondern du wartest erstmal auf eine Antwort. Und wenn du eine Antwort bekommen solltest, dann wird der Vermieter wahrscheinlich dich fragen nach gewissen Unterlagen. Und diese Unterlagen sind in Deutschland vielleicht ein bisschen anders als in deinem Heimatland. In Deutschland brauchst du erstmal ganz wichtig die Schufa-Auskunft. Die Schufa-Auskunft zeigt, dass du alle Rechnungen regelmäßig bezahlt hast. Sie zeigt zum Beispiel, dass du deine Internetrechnung oder deine Handyrechnung immer bezahlst oder auch deine Kredite. Dann brauchst du eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Jetzt muss ich erst mal Luft holen, ein langes Wort. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Das ist tatsächlich ein Wort, das es im Deutschen gibt und das ist eine Bestätigung vom alten Vermieter, dass du keine Schulden bei ihm hast, dass du immer deine Miete bezahlt hast, dass du keine Miete mehr bezahlen musst, du hast alles bezahlt, du bist schuldenfrei, du hast keine Schulden mehr und er gibt dir ein Dokument, er unterschreibt das, gibt dir das. Du kannst dem Vermieter zeigen, hey, siehst du, Herr Vermieter, ich habe immer in meiner alten Wohnung meine Miete bezahlt. Dann gibt es noch ein anderes Dokument, das Selbstauskunft heißt oder Mieter-Selbstauskunft. Hier handelt es sich um ein Formular mit Informationen über dich. Was dein Beruf ist, was dein Einkommen ist, also wie viel du verdienst
und so weiter und so fort. Auch wollen viele Vermieter einen Gehaltsnachweis sehen, und zwar einen Gehaltsnachweis von den letzten 3 Monaten. Also nicht nur einen Monat, den du vielleicht jetzt einmal kurz gearbeitet hast, sondern die letzten 3 Monate. Ich weiß, dass das sehr schwierig sein kann, wenn man ganz neu in einem Land ist. 3 Monate Gehaltsnachweis, die kannst du vielleicht gar nicht zeigen. In Deutschland eine Schufa zu bekommen, ist für Ausländer auch nicht so leicht. Und eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung kannst du ja zumindest von deinem deutschen Vermieter auch nicht zeigen. Also, du siehst, es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, gegen mit Deutschen zu konkurrieren, die alle diese Dokumente haben, wenn du eine Wohnung suchst und nicht aus Deutschland kommst. Diese Dokumente musst du dann alle zur Besichtigung mitnehmen, also wenn du zu einer Besichtigung gehst. Eine Besichtigung, das ist normalerweise der Termin. Es gibt online einen Termin oder der Vermieter schreibt dir einen Termin, und an diesem Termin kannst du dann die Wohnung dir anschauen, kannst sie besichtigen, schauen, ob alles passt, ob alles gut ist. Es kann sein, dass zur selben Zeit auch ein paar andere Mieter dabei sind. Gut, ein paar, sagst du jetzt, Falk? Ja, es kann auch mal sein, dass so eine Wohnungsbesichtigung zu einem Casting wird. Ich war auch schon einmal bei einer Wohnungsbesichtigung und da waren ich glaube, über 50 Leute. Es war wirklich Wahnsinn und teilweise musste man immer warten, bis man in den nächsten Raum konnte, weil so viele Leute in der Wohnung waren. Besonders wenn die Lage der Wohnung sehr gut ist, eine sehr moderne Gegend, eine sehr gute Gegend, dann hast du viel Konkurrenz und dann wird eine Besichtigung vielleicht auch mal zu einem Casting. Also die Wohnungssuche in Deutschland ist nicht unbedingt leicht, besonders nicht in den großen Städten und dann auch noch im Stadtzentrum. Das wird verdammt schwer werden, dort eine Wohnung zu finden. Aber nichts ist unmöglich. Du solltest es trotzdem immer versuchen, aber du solltest keine zu hohen Erwartungen haben, dass du sofort und schnell deine Traumwohnung findest. Ich habe aber auch schon von manchen Leuten gehört, dass sie zack, super schnell eine Wohnung gefunden haben. Andere Leute hingegen haben mir erzählt, Falk, ich habe schon über 500 E-Mails geschrieben und ich habe noch nicht mal eine Wohnung besichtigt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es kann sein, dass es eine sehr lange Zeit dauern wird, bis du eine Wohnung findest, die zu dir passt. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrung mit der Wohnungssuche entweder in Deutschland oder in deinem Heimatland beschreiben. Das würde mich sehr interessieren. Was war die größte Herausforderung für dich? Schreib das doch mal in die Kommentare. Wenn du das Transkript zu dieser Episode haben möchtest, mit allen Vokabeln und mit allen Wörtern, die ich jetzt hier so sage, und damit kannst du bestimmt noch besser lernen, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Wenn du mit mir zusammen Deutsch lernen willst und noch mehr solcher interessanter kultureller Dinge besprechen willst, kannst du das auch machen auf meiner Calendly-Seite. Auch die verlinke ich in der Videobeschreibung. Findest du meinen Kalender und kannst einen Unterricht mit mir buchen und wir können zusammen dein Deutsch verbessern. Nur eine Wohnung finden, dabei helfen, ja, das kann ich leider nicht. Das wurde ich schon mal gefragt, deshalb, das muss ich leider sagen, das nicht. Aber mit dem Deutsch lernen, da kann ich dir helfen und den nächsten Schritt machen. Und das kann ja auch bei der Wohnungssuche durchaus helfen. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin beim Lernen, bei der Wohnungssuche und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss und bis bald.